Willkommen zum Forum am Freitag. Ich treffe heute eine Frau, bei der sich viele wohl denken, wie macht die das eigentlich alles? Die gebürtige Iranerin Hurvash Purkian setzt sich seit 25 Jahren für die Rechte von Frauen und Mädchen ein. Sie hat einen Verein gegründet und eine Initiative. Sie hat ein Buch geschrieben, organisiert Demonstrationen. Und das ist noch nicht mal alles. Über ihr Engagement, für das sie im letzten Jahr sogar mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden ist, spreche ich heute mit ihr in ihrer Heimatstadt Hamburg. Frauen haben alle Potenziale, an die Macht und in die Führungsposition zu kommen, meine Damen und Herren. Wir setzen uns für die Mädchen- und Frauenrechte weltweit ein. Wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen geht, dann wird Hurvash Purkian laut. Sie nutzt jede Bühne, um sich für die Rechte von Frauen und Mädchen stark zu machen. Die Zukunft ist weiblich, wenn Frauen sich verbünden und sich gegenseitig stärken. Regelmäßig macht sie auch auf die Situation der Frauen im Iran aufmerksam, wo bereits ein nicht richtig sitzendes Kopftuch im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Dabei hat Hurvash Purkian selbst ihre Heimat noch ganz anders erlebt. Als junges Mädchen in Bikini am Pool in der Hauptstadt Teheran, heute undenkbar. Was warst du da für ein Mädchen? Erinnerst du dich? Mit 14, wie warst du drauf? Ich war unglaublich ein aufgewecktes Mädchen. Und ja, wild auf jeden Fall. Ich habe mir die tollsten, verrücktesten Sachen einfallen lassen und meine ganze Freunde mitgenommen. Und die haben immer gewartet, dass ich immer Vorschläge mache. Und dann irgendwann mal sagte ich, ja, macht auch mal Vorschläge. Ja. Ihr wartet immer, dass ich sage, wo wir hingehen, was wir machen. Ja, also so ein bisschen Anführerin warst du schon immer, ja? Ja, ja. Zwischen 1995 und 2014 fliegt Hurvash mehrmals in den Iran. Schon auf ihrer ersten Reise merkt sie, wie sehr sich das Land verändert hat. Was mir sehr stark aufgefallen ist, waren die Menschen, die auf den Boden geschaut haben, wenn sie auf der Straße waren. Ja. Und das kannte ich gar nicht. Ja. Wenn ich einmal das Haus verließ, abends nach Hause kam, wir haben immer so viele Telefonnummern gehabt, wir haben so viele Menschen an der Bushaltestelle überall getroffen und immer ins Gespräch gekommen. Und da, ich habe gedacht, oh Gott, was ist mit dem Volk passiert? Pure Depression. Als Hurvash, ihre beiden Brüder und ihre Eltern 1975 in Hamburg ankommen, ist sie 16 Jahre alt. Jetzt heißt es, im Schnelltempo die Sprache lernen, sich an das neue Leben in Norddeutschland gewöhnen. Anfangs eine große Herausforderung. Schule, also es war nicht so einfach. Aber trotzdem, wir haben tolle Freunde kennengelernt. Und ich habe immer meinen Bruder getröstet, meinen jüngeren Bruder. Ich habe gesagt, sobald wir Freunde hier kennengelernt haben, dann werden wir uns auch wie in Teheran fühlen. Also wir haben uns gegenseitig sehr getröstet, weil es war nicht einfach für uns. Aber wir sind ja auch freiwillig gekommen. Wir mussten ja nicht das Land verlassen. Das war ja das Gute. Ja, mein Vater war hier zu Besuch bei meinem älteren Bruder, der promovierte, und er hat beschlossen, dass wir hierher kommen. Er hatte immer natürlich vorgehabt, dass wir nach Deutschland kommen oder überhaupt nach Europa, uns Bildung aneignen und wieder zurück. Es war geplant, dass wir wieder zurückgehen und unserem Land dienen. Doch dann kommt alles anders. Ende der 70er Jahre wenden sich viele Menschen im Iran gegen das Schah-Regime. Mohammad Reza Pahlavi flieht. Ayatollah Khomeini, der schon in den 60er Jahren zum Widerstand aufgerufen hatte und vom Schah ins Exil verbannt worden war, kehrt 1979 nach Teheran zurück. Es ist der Beginn der Islamischen Revolution. Wir saßen vor dem Fernsehen und mein Vater hat nur auf seinen Kopf geschlagen, hat gesagt, kennen die jungen Leute Khomeini nicht? Wissen die jungen Leute nicht, wie Mullahs ticken? Erinnerst du dich denn, wie das für dich war? Also hast du das damals begriffen, als du eigentlich ja noch Teenager warst und gesehen hast, Khomeini ist wieder zurück in Teheran? Wusstest du, was das bedeutet?
Und wusstest du, dass es vor allem bedeutet, dass ihr nicht zurück in die Heimat könnt? Nein, das war uns nicht bewusst. Vielleicht meinem Vater oder meinen Eltern, aber uns Kinder waren nicht bewusst. Und als sie anfingen, in den ganzen Hotels, Bars, die alkoholische Flaschen kaputt zu machen, wir haben das alles im Fernsehen nur erlebt. Okay. Und ich habe gedacht, was ist denn passiert, was ist denn einfach los? Und genau in der Zeit habe ich eine Lehre gemacht bei einem deutsch-iranischen Unternehmen. Und mein Chef war, einer meiner Chefs war Bahai. Und durch ihn habe ich auch weitere Iraner, Iranerinnen kennengelernt, die dann nach Hamburg gekommen sind. Und die haben mir natürlich sehr viel erzählt, wie dieses Regime mit Frauen umgeht. Für die Purkians steht fest, eine Rückkehr in den Iran wird es nicht geben. Hurvaş hat sich zu dem Zeitpunkt schon gut eingelebt, Freunde gefunden und sie macht Karriere. Mit gerade mal 27 wird sie Unternehmerin. Jeans war für mich schon in Teheran keine Freiheit. Also ich habe stundenlang gesessen mit Böhms Stein, die gerieben und ich war ständig beim Schneider. Jeansjacke mir machen lassen und mit Böhmstein gerieben, dann Hosen machen lassen. Und wenn ich auf die Straße ging, alle Autos hielten an und sagten, wo hast du deine Jeans gekauft oder deine Jeansjacke? Und damit habe ich die Freiheit, war für mich also symbolisiert. Also Jeans ist nach wie vor für mich die Freiheit. Und ja, dann kamen wir nach Deutschland, dann habe ich diese Ausbildung, Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt, dann studiert, dann habe ich ein paar Jahre Praxiserfahrung gesammelt und mich mit null Kapital selbstständig gemacht. Auf eigenen Beinen stehen, das eigene Geld verdienen. Dazu haben ihre Eltern sie immer ermutigt. Als ihre Mutter und ihr Vater innerhalb eines Jahres sterben, beschließt Hurvaş nach 20 Jahren ihr Unternehmen zu verkaufen. Ich hatte keine Motivation mehr, als meine Eltern dann starben, weil ich habe ja nonstop gearbeitet. 7 Tage, 24 Stunden. Damals war dann mein Sohn 3 Jahre alt gewesen und ich habe gedacht, das ist das Leben. Du ackerst und stirbst du. Also das wurde mir ganz bewusst. Dann habe ich aufgehört, aber während ich das Unternehmen eingestellt und meine Marken verkauft habe, hatte ich schon den Verein Kulturbrücke gegründet. Über ihren Verein Kulturbrücke hat das ZDF bereits im Jahr 2008 berichtet. Im Rahmen des Projekts Switch – Reise um die Welt besuchen sich Kinder mit internationaler Geschichte gegenseitig zu Hause, stellen ihre Familien und ihr Herkunftsland vor. Die Muslime beten 5-mal am Tag und hier stehen die Gebetszeiten. Für das Programm wurde Hurvaş Purkian mehrfach ausgezeichnet. Sie selbst habe in Deutschland schnell Anschluss gefunden. Das wolle sie mit diesem Projekt allen Kindern ermöglichen. Das war eigentlich meine Motivation, mich für Migrantinnen einzusetzen, ihnen einfach den Weg zu zeigen. Weil wir haben in diesem Land alle Rahmenbedingungen zum Studium. Zum kostenlosen Studium sogar. Universitäten sind kostenlos, die Schulen sind kostenlos. Ich habe genau das gemacht, was meine Eltern immer mit mir und mit anderen Jugendlichen gemacht haben. Meine Mutter war auch eine totale, sehr emanzipierte Frau. Als erste, wenn sie meine Freundinnen kennenlernte, fragte sie, hast du Führerschein? Und wenn sie sagten, nein, das ist die Freiheit, das ist die Unabhängigkeit, du musst unbedingt deinen Führerschein machen. Hurvaş möchte Vorbild sein, vor allem für migrantische Frauen. Jede von ihnen soll ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen leben können. Freiheit hat bei mir eine ganz große Rolle gespielt. Deswegen bin ich heute das, was ich bin. Und dieses Gefühl, das ist das schönste Gefühl, was ein Mensch haben kann, weil wir alle Menschen sind frei geboren. Und es ist furchtbar, dass im Iran, dass in muslimischen Ländern Frauen keine Freiheit haben dürfen. Zuschauen, wie Frauen in Iran, Afghanistan und anderen Ländern unterdrückt werden, das will sie nicht. 2011 gründet Hurvaş die Initiative International Women in Power.
Jedes Jahr am 8. März zum Weltfrauentag und zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember organisiert sie einen Frauenmarsch, um die Einhaltung universeller Menschenrechte weltweit einzufordern. Und sie fordert die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg, Betreiber der Blauen Moschee, die als verlängerter Arm des iranischen Regimes gilt. Sie wird schon seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachtet. Ich respektiere alle Religionen, aber hier geht es ja um politischen Islam. Und ich bin der Meinung, Islamische Republik ist hier vor unserer Tür. Ich habe versucht, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen unternehmerischen Erfahrungen hier Strukturen zu geben, unseren Demonstrationen Strukturen zu geben, weil davor gab es ja nicht. Die Iraner sind hierher gekommen und demonstriert oder vor dem Konsulat. Jetzt veröffentlichen wir Pressemitteilungen, schreiben wir Briefe an die Bundestagsabgeordneten, an die Ministerien. Also deswegen, es passiert langsam was und das ist eine große Freude für mich. Hurvaş Purkians neuestes Projekt, die Gründung einer Frauenpartei. Mit Lida Patschin und Ute Lefelmann-Petersen bespricht sie heute Organisatorisches. Rund 20 Frauen sind Teil des Projekts. Ich bin mittlerweile nach der feministischen Revolution im Iran zum Ergebnis gekommen, dass Frauenpartei Frauen gut tun würde. Also wenn Frauen weibliche Strukturen gründen und sich dort engagieren, würde uns mehr weiterbringen, als wenn wir in den etablierten Parteien mitarbeiten. Weil wir müssen bedenken, die großen Parteien sind ja von Männern gemacht worden. Wir dürften ja später dazukommen und uns auch anpassen. Ute Lefelmann-Petersen, die als interkultureller Coach arbeitet, liegt das Thema Integration besonders am Herzen. Ich glaube tatsächlich, aus dieser Perspektive ist ein Zeitpunkt gekommen, ein Haus zu bauen im Sinne eines Rahmens, in dem alle Frauen aus allen Nationen, so wie sie zu uns kommen, aus allen Religionsgemeinschaften, sich begegnen können und dann gemeinsam multikulturell und multireligiös, wie auch immer jeder Einzelne geprägt ist, aber tatsächlich eine weibliche Struktur aufzubauen. Lida Patschin ist vor 10 Jahren aus Iran nach Deutschland gekommen. Ihre Freiheit hier möchte sie aktiv nutzen, um sich für andere Frauen stark zu machen. Wenn man dort ist, man findet normal, aber das ist nicht normal. Wenn man in ein freies Land kommt und sieht, oh, das war nicht normal, das war alles, meine Rechte von mir weggenommen. Ja, das finde ich wirklich, eine Frauenpartei zu haben, sehr gut. Als Frau hätte ich wirklich mehr Lust, bei einer weiblichen Partei mitzumachen. Trotz aller Freiheiten für Frauen, auch in Deutschland sind sie oft benachteiligt, werden schlechter bezahlt, sind viel seltener in Führungspositionen und tragen oft auch zu Hause die Hauptlast. Themen für eine neue Frauenpartei gibt es genug. Wir sehen einfach dieses männliche Reaktionsmodell, Aggression, Konkurrenz, durchregieren, hart sein, wohin das führt in allen Ländern dieser Welt. Und wir brauchen dazu eine alternative Antwort, die sowohl die Menschen schont als auch die Umwelt und Natur. Also wir sehen jetzt, was passiert, was Männer verursachen in ihrem Politikstil, was für ein Blutzoll. Nicht nur, es sind russische und ukrainische junge Männer, alte Männer schicken junge Männer ins Feuer, überall. Wenn wir nach Israel gucken, ja, die Hamas, wie ist die aufgestellt? Männer. Also Iran, bitte schon. Iran, Afghanistan, die Taliban. Ja. Also sorry, was ist das für ein Spirit, was ist das für eine Haltung? Diese Dominanz des Male Homo sapiens muss ein Ende haben, weil sonst müssen wir uns fragen, was ist mit diesem Planeten? Was ist mit Frauen und Mädchen? Nur 1/5 der Weltbevölkerung lebt im Wohlstand, in Freiheit. Und was ist mit dem Rest? Und da denke ich, es ist die Zeit gekommen im 21. Jahrhundert, dass die Frauen einfach aufstehen und sagen, jetzt müssen Männer
zu unseren Strukturen kommen. Die Strukturen, die weibliche Strukturen, die wir jetzt gründen und aufbauen, die sollen auch mal sich anpassen und sehen, wie es ist, von außen zu uns zu kommen. Männer sind übrigens ausdrücklich willkommen in der Partei. Schon im nächsten Jahr wollen die Frauen mit der neuen Partei zur Bundestagswahl antreten. Zu tun gibt es für Hurvaş Purkian und ihre Mitstreiterinnen also noch genug.